Moin! Heute stellen wir euch mal den Observer von Carinthia vor in Verbindung mit dem Defense 4, zeigen euch alle Features davon und prüfen das Ganze auch mal auf Herz und Nieren. Dazu haben wir ganz klar den Observer, also den Biwaksack von Carinthia, hier den Defense 4, hier nochmal natürlich eine normale Isomatte, die wir dann brauchen, und jetzt bereiten wir erstmal die Fläche vor. Fangen wir erstmal mit dem Observer Plus an. Mit einem Packmaß von ca. 35 cm Länge, 12 cm im Durchmesser und einem Eigengewicht von etwas über 1,5 Kilo. Ist ja doch noch relativ klein. Vor allem hat er ja ein Gestänge, das sehen wir gleich. Bauen wir ihn dazu aber erstmal auf. Prüfen wir auch mal, wie lange das ungefähr dauert. Laut unserem Kameramann haben wir jetzt 2 Minuten 40 gebraucht. Ich denke, das lässt sich gut auf 2 Minuten locker trimmen. Denn ich habe ja immer noch den Handschuh ausgezogen, da er neu ist und die ganzen Schlaufen noch nicht so geweitet sind, ging das mit den Handschuhen eben nicht. Außerdem musste ich ja noch den kleinen Hund wegschicken, der stand im Weg. Also 2 Minuten schätze ich mal. Von dem, wenn ihr das öfter gemacht habt, werdet ihr ungefähr brauchen. Da der Observer aber auch noch Schlaufen hat, um ihn abzuspannen, habe ich noch ein paar Heringe extra mitgebracht. Das machen wir jetzt auch. Denn ich persönlich würde ihn eigentlich immer abspannen, damit er so ein bisschen mehr Raum kriegt. Und das machen wir jetzt. Zur Vollständigkeit halber sei nur kurz erwähnt, die Heringe sind nicht mit dabei, ihr müsst also eure eigenen nehmen. Jetzt waren wir aber doch ein bisschen übervoreilig, denn eigentlich hat ja der Observer Absicht auf der Rückseite Schlaufenlange, um dort die Isomatte einzuspannen. Die Isomatte außerhalb des Biwaksacks, warum? Nun, der Isolation selber schadet das nichts. Häuser werden auch eher von außen gedämmt. Es ist von Carinthia die Idee dabei, dass sich dann nicht nochmal zwischen Schlafsack und der Isomatte oder der Isomatte so nochmal Kondenswasser bildet. Denn meistens bildet sich immer Kondenswasser, wenn ihr da längere Zeit drin liegt, und das schießt man dann damit aus. Natürlich muss das jeder selber wissen, ob er lieber die Isomatte geschützt im Biwaksack haben möchte oder außerhalb. Das ist Geschmackssache. Kurz noch zu den Maßen. Der Biwaksack selber ist ca. 2,40 Meter lang und hat einen 60 cm Durchmesser. Da sollte also alles von eurem Körper hineinpassen. Schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Öffnungen und Einstiege des Biwaksacks an. Wir haben hier vorne einmal eine große Öffnung sowie eine kleinere, so ein Schlitz. Daher auch der Name Observer. Wenn ihr nachher drin liegt, könntet ihr das hier aufmachen. Ist natürlich auch von innen zu bedienen, um eben zu observieren. Selbstverständlich kann auch der ganze Biwaksack vorne geöffnet werden und die gesamte Front dann aufgeklappt. So habt ihr besseres Sichtfeld nach außen. Nochmal zusätzlich mit einem Mückenschutz und Netzgewebe davor, welches natürlich auch geöffnet werden kann. Reißverschlüsse sind beidseitig zu öffnen. Im Inneren befindet sich sogar noch eine Zughilfe für Handschuhe. Ihr könntet selbstverständlich auch von hier vorne reinkriechen, aber natürlich gibt es noch einen viel einfacheren und komfortableren Einstieg. Und natürlich, wie bei allen Biwaksäcken und auch Schlafsäcken, befindet sich dieser hier oben auf der Front. Ist mit Druckknöpfen gesichert. Hat selbstverständlich auch wieder einen Reißverschluss, der von außen und innen zu bedienen ist. Zack. Auch diese Reißverschlüsse sind wieder mit Zughilfen versehen. Und die ganze Abdeckung ist nochmal mit Druckknöpfen gesichert. Dann holen wir uns jetzt erstmal den Defense dazu raus. Der Defense ist in 2 Längen verfügbar. Wir haben hier die 2 Meter Variante, die wahrscheinlich auch für die meisten reichen wird. Und sein Komfortbereich wird mit ca. 10 Grad
Maximalkomfort bei minus 15 angegeben. Zum Schlafsack selber ist jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Wichtig ist, dass er genau in der Mitte der Front geöffnet wird und nicht an der Seite. Das ist auch wieder Geschmackssache. Generell ist es aber leichter, wenn man hier einen Biwaksack habt, dann in den Schlafsack hineinzukommen. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Wir testen das Ganze mal. Endlich darf ich mich mal wieder in den Biwaksack und den Schlafsack bei minus 6 Grad in die Kälte legen. So, der Einstieg funktioniert super. Schuhe könnt ihr im Fußteil noch unterbringen. Da habt ihr noch locker 30 cm, 40 cm oder mehr Platz, je nachdem. Die Jacke habe ich mir nach vorne geschmissen. Sowas nehme ich gerne als Kissenersatz. Aber ihr habt natürlich hier an den Seiten auch noch ein bisschen Platz, um irgendwas mit unterzubringen. Ihr könnt natürlich auch mit einem geöffneten Biwaksack hier liegen. Hättet hier auch noch mal ein Netz, ein Moskitonetz. Und so könntet ihr also bei nicht so eiskalten Temperaturen auch immer noch für mehr Luftzirkulation sorgen, um praktisch das Kondenswasser, die Entstehung des Kondenswassers zu minimieren. Wenn ich jetzt also hinten und vorne offen habe, habe ich gerade hier im Bereich natürlich eine unheimlich gute Möglichkeit, auf Kondenswasser oder das Kondenswasser auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Aber selbstverständlich ist es dafür nicht gedacht, sondern es ist dafür gedacht, hier geschlossen zu werden, denn der Biwaksack ist ja IR beschichtet und somit minimiert ihr natürlich nochmal ungemein eure IR-Signatur. Dazu knöpft ihr ihn hier natürlich erstmal zu wieder und dann verschließt ihr von innen den Reißverschluss. Wo ihr sie jetzt natürlich seht, das Ganze hat natürlich auch eine Gore-Tex-Membran, ist ja eh ein Mehrfachlaminat. Logischerweise wasserdicht und alles. Und ist jetzt hiermit auch vernünftig verschlossen. Ihr habt ja unseren Kameramann gerade gehört, wahrscheinlich er sagt, das sieht aber gemütlich aus. Und wie ich schon sagte, für einen Biwaksack ist das hier auch um einiges gemütlicher. Diese beiden Stangen, die ihr halt habt, die euch diesen Raum, diesen Zeltraum im Kopfbereich bescheren, machen schon eine Menge aus, ne? Jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze mit der Observierfunktion funktioniert. Wie gesagt, einmal so mit einem normalen Mückennetz. Da seid ihr natürlich auch schon mal ganz gut abgetan, wenn ihr irgendwo im Gehölz oder Busch liegt. Und jetzt das Ganze in der Form, wie es eigentlich dann in einem richtigen Einsatz gedacht ist. Denn so vermindert ihr wieder eure IR-Signatur ungemein und habt jetzt hier dieses kleine Loch, um eben eure Observation auch aktiv betreiben zu können. Jetzt muss mir unser Kameramann mal die Kamera reingeben, dass ihr auch mal ein Gefühl kriegt, wie das von innen aussieht. Kommen wir zum Fazit. Der Biwaksack ist geräumig und groß genug, dass ihr auch noch eure Schuhe, also Stiefel, vielleicht einen Rucksack, ein bisschen Ausrüstung halt mit unterbringen könnt. Gerade der etwas zeltförmige Kopfbereich gibt euch natürlich viel mehr Flexibilität, schützt noch mehr vor Kondenswasser, was ihr dann nachher sonst auf dem Schlafsack hättet oder im Gesichtbereich. Also das ist echt top. Der Defense 4 selber, der Schlafsack, klar, das ist ein Carinthia-Schlafsack, der tut genau das, was er soll. Er hält warm. Wir haben jetzt hier heute, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile minus 5 Grad oder sowas. Da ist der absolut top. Auch das mit der Isomatte, die unter dem Biwaksack fixiert werden kann, funktioniert auch wunderbar. Wie ich schon sagte, es ist natürlich Geschmackssache. Und die Features, die der ganze Biwaksack hat, also mit diesem Bereich hier zum Observieren, mit dem ganzen Einstiegsbereich, ist absolut durchdacht und funktioniert einwandfrei. Ob ihr natürlich jetzt die ganzen Features benötigt oder ob ihr einen einfacheren Biwaksack einfach nur braucht oder ob ihr ein Zelt bevorzugt, das hängt natürlich immer davon ab, für welchen Einsatz das gedacht ist. Der heißt hier nicht umsonst Observer, also der ist auch unter anderem zum Observieren gedacht. Und es gibt natürlich Leute, die auch einfach lieber im Zelt schlafen und die sowas auch gar nicht brauchen. Das ist halt alles Geschmackssache und das müsst ihr für euren Bedarf dann anpassen und euch entscheiden,
ob das was für euch ist. Generell funktioniert das System also in Verbindung mit dem Schlafsack sehr gut und somit sind wir auch am Ende. Ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Schreibt eure Kommentare und eure Erfahrungen gerne unter das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.